Hallo, hier ist Annette alias Annamoon. Ich zeige euch heute, wie ich diesen Stein bemale. Was ich euch in dem Video nicht zeige, wie ich ihn so schön glänzend hinbekommen habe. Und zwar habe ich einfach mehrere Schichten Liquitex Gloss Varnish drauf getan. Das ergibt am Ende so einen schönen Glanz und die Acrylfarbe ist am Ende nicht mehr so klebrig. So, fangen wir an. Was habe ich für Pinsel genutzt? Zum Grundieren und für die meisten Arbeiten habe ich diesen Rotmarderhaarpinsel Größe 6 benutzt. Der ist 24 Jahre alt. Ich würde heute keinen Echthaarpinsel mehr kaufen, aus Tierschutzgründen. Für die Detailarbeiten habe ich diesen Größe 2 Da Vinci Nova Synthetics Pinsel genommen. Der ist spitz, aber wäre besser vielleicht gewesen, teilweise in Größe 1 zu nehmen. Und dann habe ich diesen Pinsel benutzt. Ich weiß nicht, von was das für eine Marke ist. Der ist rund und hat so eine leicht schräg geschnittene Spitze. Für die Grundierung habe ich das Titanweiß von Daler-Rowney benutzt. Der Himmel und das Wasser habe ich mit Primary Cyan von Golden Fluid Acrylics genommen. Ebenso für den Himmel und das Wasser Magenta. Um die Schatten auszuarbeiten, habe ich Phthalo Blue benutzt von Daler-Rowney. Und die dunklen Stellen an der Walflosse habe ich mit Carbon Schwarz gemacht, gemischt mit Phthalo Blue. Den Stein, den habe ich zweimal mit Titanweiß vorgrundiert. Ich beginne mit lockeren, leichten Strichen den Himmel einzumalen. Der Himmel ist gemischt aus Weiß, dem Cyanblau und einem Hauch von Magenta. Den Himmel male ich tiefer, als er eigentlich nachher ist, weil ich den Horizont nachher mit Hilfe eines Klebebands setze. Es ist wichtig, dass ihr beim Malen auf Stein den Pinsel nicht so fest aufdrückt, weil sonst löst ihr Farbe ab. Jetzt benutze ich diesen Pinsel, dessen Hersteller ich nicht weiß. Es stellt sich aber gleich heraus, dass mir der Pinsel da in dem Moment überhaupt nicht hilft. Ich werde ihn gleich wieder austauschen. Ihr könnt oberhalb der Mitte des Steins erkennen, dass ich da eine helle Stelle habe. Da habe ich wohl zu viel Wasser benutzt und es ist passiert, was mir öfters passiert, die untere blaue Farbschicht ist einfach weggewischt worden und das Weiß der Grundierung kommt durch. Es wird immer deutlicher. Und dieser No-Name-Pinsel hilft mir da gerade gar nicht, das zu beheben. Aber das Gute an Acrylfarben ist, man kann alles beheben. Wichtig ist dann einfach so eine Stelle trocknen zu lassen und mit sanften Strichen nochmal neu drüber zu malen. Ich bin jetzt wieder zurückgewechselt auf den
Echthaarpinsel. Die Struktur des Himmels gefällt mir noch gar nicht. Und der Horizont ist natürlich auch noch viel zu hell. Jetzt fange ich an, anstatt zu streichen, den Pinsel vorsichtig zu tupfen. Durch das Tupfen bekomme ich am Ende sanftere Übergänge hin, so dass man die Pinselstriche an sich nicht mehr sieht. Ganz gemein bei Steinen sind auch so kleine Vertiefungen. Da setze ich den Pinsel meist senkrecht auf den Stein und versuche die Vertiefungen auszugleichen. Jetzt seht ihr es besonders gut, das Tupfen nimmt die Pinselstriche weg und macht das Ganze ebenmäßiger. Ich baue bei der Tupferei und bei den Pinselstrichen keinen großen Druck auf. Der Druck auf dem Stein ist eigentlich nur das Gewicht des Pinsels selbst. Noch ein bisschen heller machen. Der Horizont ist immer noch zu dunkel. Es ist gerade die Sonne untergegangen und das Restlicht muss einfach noch zu sehen sein, weil sonst wird sich später die Walflosse nicht genug vom Himmel abheben. Kleine kreisende Bewegungen und leichtes Tupfen. Acrylfarbe trocknet sehr schnell und deswegen ist es immer schwierig, sanfte Verläufe und Übergänge hinzubekommen. Ich wische auch den Pinsel ab und zu zwischendurch ab, weil er mir oft noch zu feucht ist. Es ist ein trockener Pinsel und sanftes Tupfen. Damit kann man ebenmäßige Übergänge hinbekommen. Der Stein ist jetzt komplett durchgetrocknet und ich klebe ein Klebeband drauf. Das ist das rosane Klebeband von Tesa. Das ist ein Malerkrepp für feine Tapeten. Das benutze ich auch für meine Aquarellbilder. Es klebt nicht mehr als so ein Post-it, so dass es Farbe und Papier nicht beschädigen kann. Das Wasser grundiere ich jetzt erstmal mit Cyanblau, ungemixt, blank aus der Tube, einfach drauf. Nicht vergessen, die Ränder zu bemalen, so dass kein Weiß übrig bleibt. Die Rückseite des Steines bemale ich meist nie, also eigentlich selten, weil ich finde, so sieht man noch, dass es ein Stein ist. Und durch das Lackieren später kommt die Steinfarbe nochmal schön zur Geltung. Dann sieht der Stein aus, als ob er nass ist. Auch hier ärgern mich wieder diese kleinen Vertiefungen, die werde ich dann gleich noch ausmalen.
Ich habe noch weitere Schichten mit Cyanblau drauf getan. Deswegen ist es jetzt auch was dunkler und die weißen Stellen sind weg. Ich habe das einfach rausgeschnitten, weil auf die Dauer ist es zu langweilig. So, der Stein ist noch nicht ganz trocken. Die Farbe des Meeres ist noch nicht komplett durchgetrocknet und ich mache bereits jetzt das Band ab. Wenn ich länger warten würde, dann kann es passieren, dass man die Farbe wie so eine leichte Haut wieder mit abzieht. Der hintere Bereich des Meeres ist etwas heller. Mein Pinsel ist wieder zu nass. Ich mache ihn ab und zu trocken und versuche eine hellere Glasur hinzubekommen. Dafür habe ich wieder Weiß, Cyanblau und ein bisschen Magenta gemischt. Keinen großen Pinseldruck aufbauen, sonst sieht man zu doll die Pinselstriche. Leicht und locker drüber pinseln. Und immer wieder streiche ich den Pinsel trocken, weil zu viel Feuchtigkeit aus den Borsten, aus den Haaren nachfließt. Was bei so einer Glasur helfen kann, ist, von Golden benutze ich manchmal so eine flüssige, transparente Acryl, so ein Acrylmedium, Glazing Medium, jetzt fällt mir der Name wieder ein. Damit kann man dünne Schichten Acrylfarbe auftragen, ohne dass die Haftung verloren geht. Klar, man kann Acrylfarbe auch mit Wasser verdünnen, aber dann kann die Haftung verloren gehen und man wischt es mit dem nächsten Pinselstrich wieder runter. Ich habe jetzt hier einfach nochmal pur Magenta draufgetan und stellte fest, dass es zu dunkel war und versuche das jetzt wieder mit helleren Schichten zu beheben. Der Himmel spiegelt sich da in dem Wasser und deswegen ist das auch was heller da. So, die Glasur ist trocken und ich beginne die Schatten der Wellen mit Phthalo Blue, also Phthalocyanblau, einzumalen. Im Prinzip ist es dasselbe Blau, wie ich das Meer gemacht habe, nur einen Ton dunkler. Wenn man zu diesem Phthalo Blue etwas Weiß hinzufügt, bekommt man denselben Ton wie mit dem Cyanblau. Zwei dunkle Linien für die Kreise der Wellen. Wenn etwas ins Wasser fällt, entstehen ja so kreisförmige, die Wellen breiten sich dann so kreisförmig auf und das aus. Und das ist auch bei dieser Walflosse so. Und zwischen den einzelnen Wellenschatten gibt es natürlich diese Wellenerhöhungen, die dann wieder heller sind. Da sind noch ein paar Verwirbelungen.
ganzen Farbmischereien, die habe ich aus dem Video rausgeschnitten. So konnte ich das Video nochmal glatte 10 Minuten kürzer machen. Das ist jetzt das aufspritzende Wasser, weiß gemischt mit ein bisschen Magenta, wo die Walflosse praktisch dann eintaucht. Das ist dann so ein bisschen sprudelig. Jetzt noch ein paar Highlights für die Wellenspitzen. Der Farbton dafür ist ein Cyanblau des Meeres mit ein bisschen Weiß. Hier versuche ich auch einen relativ trockenen Pinsel zu haben, damit nicht zu viel Farbe auf einmal drauf kommt. Noch mehr hervorhebendes Schaumes mit reinem Weiß. Die Wellenspitzen waren mir noch nicht hell genug. Und manchmal wische ich das mit einem Finger weg, das frisch gemalte, dann deckt es ein bisschen ab. Die Intensität wird dann ein bisschen dadurch reduziert. Der Hintergrund gefällt mir immer noch nicht, es ist mir immer noch zu dunkel, also gehe ich nochmal mit einem Pinsel drüber und einer helleren Farbe. Der Himmel und der Meer steht. Sieht auch so richtig schön wellig aus. Noch ein paar kleine Korrekturen. Ein paar Schatten arbeite ich dann noch mit Phthalo Blue ein. Die Schwanzflosse habe ich, während die Kamera aus war, mit einem Kreidestift einskizziert. Ich brauche für das Skizzieren oft Ruhe. Eigentlich hatte ich die Ruhe, aber ich fühle mich dann manchmal durch die Kamera beobachtet. Und dann muss ich das einfach ausschalten und dann kann ich auch freihand das einskizzieren. Das Licht scheint bei dem Wal ein bisschen von links zu kommen, deswegen ist die rechte Seite der Schwanzflosse etwas dunkler. Hier male ich das noch mit pur Phthalo Blue ein, aber ich werde gleich ein bisschen Carbon-Schwarz dazu nehmen, weil das einfach noch zu hell ist. Jetzt habe ich Schwarz gemischt mit Phthalo Blue auf dem Pinsel. Ja, jetzt ist wieder mehr Blau drauf. Die Seite ist was heller. Das sieht man nachher eigentlich nicht mehr so doll, die Farbnuance, da ich ja dann noch das abtropfende Wasser von den Flossen drauf male.
Die Flosse selbst oben ist etwas heller, deswegen mache ich reines Phthaloblau drauf. Und die Form der Flosse ist nicht ganz korrekt. Er sieht noch zu sehr wie ein Vogel aus. Ich werde es gleich korrigieren. Ein paar Lichtreflexionen. Jetzt fange ich an, das abtropfende Wasser einzumalen. Also für das abtropfende Wasser tupfe ich nur lose und vorsichtig und berühre so gut wie gar nicht den Stein. Da tupfe ich etwas weiß gemischt mit Cyanblau. Ein paar hellere Wasserfäden und ein paar dunklere Wasserfäden. Die sind ja nicht alle gleich hell. Ich verwende dazu nur Weiß und Cyanblau. Man muss darauf achten, dass das nicht zu regelmäßig aussieht. Das abtropfende Wasser. Ich habe auch hier ein bisschen zu viel abtropfendes Wasser genommen. Ich werde das nachher, wenn die Kamera aus ist, dann nochmal korrigieren. Das werdet ihr dann auf dem Endbild sehen. Immer ein paar Unregelmäßigkeiten einbauen, weil sonst sieht das eher aus wie eine Gardine als wie abtropfendes Wasser. Das Weiße, was ich da hinten gemischt mit ein bisschen Magenta einmale, sollen Eisschollen sein. Das ist auf meinem Referenzbild auch zu sehen. Hier versuche ich nochmal ein bisschen den Hintergrund heller zu machen, entscheide mich aber gleich dafür, einfach noch die Flosse etwas dunkler zu machen, damit sie es noch ein bisschen mehr abhebt. Jetzt noch ein paar Lichtpunkte setzen. Die Flosse ist nass,
Da sollte sich das Licht des Himmels drin reflektieren. Hier und da noch ein paar Akzente. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!